Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute möchte ich mal mit so ein paar Irrtümern aufräumen, die sich im Laufe der Zeit jetzt so eine ganz eigene Dynamik da entwickelt hat. Und zwar geht es um das Thema Dungeons und was in Zukunft an Dungeons kommt etc. pp. Denn viele oder fast alle sind von ausgegangen, dass es halt so einen neuen Dungeon gibt und dass dort verschiedene Gegner und sowas auf euch warten werden. Ich hatte das resultierte halt daher, weil ich ja zu meinem 1000 Folgen Special die Information bekommen habe, dass ich das verkünden darf, dass ich als Dungeon-Gegner in das Spiel implementiert werde, so, ne? Und das hatte ich euch ja auch gesagt in dem Video, dass quasi zum Anlass der 1000. Folge Shakes and Fidget zu Ehren quasi mir da ein Platz im YouTuber-Dungeon gesichert wird und ich dann dort vertreten bin. So. Das, wie gesagt, hatte ich ja dann zur 1000. Folge gesagt. Und was ich aber jetzt in letzter Zeit immer wieder gelesen habe und immer wieder öfter das Thema aufkam, ist, dass sich halt Gedanken darüber gemacht werden, wer denn die anderen YouTuber sein werden, wer denn da noch mit drin ist. Dann wurde sich schon ausgerechnet, wieso die, keine Ahnung, Schadenswerte sind. Dann kriegt man wieder, keine Ahnung, 10 mal 300 Millionen XP, weil man da so einfach durchrusht und so weiter und so fort. Aber ich habe in der 1000. Folge, wo ich das angekündigt hatte, habe ich kein einziges Wort darüber verloren, dass dort auch noch andere YouTuber-Gegner erscheinen werden. Da habe ich nichts drüber gesagt. Das Einzige, was ich gesagt hatte, ist, dass ich ins Spiel implementiert werde. Und Leute haben dann daraus resultiert, dass dann wie bei den anderen Updates wieder 10 neue YouTuber mit in den Dungeon kommen. Das heißt, wieder 10 neue Etagen sind, sodass dann quasi insgesamt 30 Etagen sind. Weil, ich kann den Gedanken auch dahinter verstehen, weil bisher immer 10 YouTuber mit einem Schwung in den Dungeon hinzugefügt worden sind bei jedem Update. Immer 10. Ne? Das ist aber damals so gewesen, weil der YouTuber-Dungeon bewusst erweitert worden ist. Ja? Und diesmal ist er halt eben nicht bewusst erweitert worden, sondern ich habe halt eben zum Anlass der 1000. Folge zu Ehren einen Platz bekommen in YouTuber-Dungeon. So, das war's aber auch. Das heißt, es werden keine neuen 10 YouTuber auf euch warten bei dem nächsten Update, was dann irgendwann mal kommen wird, sondern nur ich. Ja, also ich möchte da nicht irgendwie, dass ihr da jetzt irgendwie, keine Ahnung, euch schon irgendwie Hoffnung macht oder irgendwie vorher, keine Ahnung, irgendwie euch die Rübe zerbrecht und nachher enttäuscht seid, dass dann nur ich da bin als Gegner, weil ich habe auch nichts anderes gesagt. So, dass dann Leute da hinzudichten, dass dann wieder 10 neue Gegner kommen, das liegt ja dann nicht mehr in meiner Macht. So, ne? Und von der Dynamik hatte ich dann halt jetzt immer wieder mal gelesen und jetzt habe ich mal gesagt, nee, jetzt muss ich das mal sagen, weil sonst sind die Leute nachher enttäuscht, wenn sie 10 neue erwarten und dann aber nur ich da bin. So, ne? Das ist halt eben der Fall. So, also unterm Strich gesagt, es wird keine neuen 10 Gegner geben. Es ist das erste Mal, dass ein einzelner YouTuber zu dem YouTuber-Dungeon hinzugefügt wird und das bin halt jetzt ich. So. Und deswegen gibt es anstatt 20 nicht 30 Etagen, sondern anstatt 20 gibt es nur 21 Etagen und ich bin dann quasi der Endboss sozusagen, momentan, bis halt wieder irgendwann neue YouTuber dazukommen. Ne, kann ja auch sein, dass der auch nochmal irgendwann erweitert wird. Aber momentan sieht es so aus, dass ich der Endgegner vom YouTuber-Dungeon werde. Das heißt, euch erwartet nur in Anführungsstrichen ein neuer Dungeon-Boss und das bin halt ich. Und deswegen wird der Dungeon, das Portal halt nur 21 Etagen haben und nicht 30, so wie gefühlt 90% davon ausgegangen sind. So, ne?
Ja, das wollte ich euch nur noch mal mitteilen. Ne? Wie gesagt, ich möchte nicht, dass da die Enttäuschung irgendwie so groß ist, ne? Weil ja, von der Community wurde sich das halt so hinzugedichtet. Ich hatte aber nie was davon erzählt, dass da 10 neue ins Spiel kommen. So. Ich hatte halt eben nur gesagt, dass ich halt einen Platz finden werde im YouTuber-Dungeon und dass ich da total geehrt bin und mich total drauf freue. Und ja, das ist quasi ein Geschenk von Playa war, was ich in dem 1000. Video verkünden durfte. Ja, dass ich dann quasi ins Spiel hinzugefügt werde. So, mehr hatte ich ja nicht gesagt. So, und dann, wie gesagt, eigentlich ganz lustig, hatte sich das dann irgendwie immer, naja, wurde aus den Äußerungen, die ich dann halt getroffen hatte, ja, wurde sich dann was dazu gedichtet. Ach ja, die letzten Updates war es ja immer so, dass wenn der YouTuber-Dungeon erweitert wird, kommen immer 10 neue dazu. So, und mit der Information von mir, dass ich halt einen Platz finden werde und ich ja YouTuber bin, sind halt alle von ausgegangen, ja, der kommt in den YouTuber-Dungeon und dann ist das einer von 10 Gegnern. Aber das ist nicht der Fall. Ja, so, also das wollte ich nur nochmal an der Stelle erwähnt haben. Ne? Nicht, dass da nachher irgendwie, irgendwie die Vorfreude größer ist und dann bin halt nur ich da. So, ne? Ja, das war es dann halt so. Ne? Trotzdem bin ich nach wie vor immer noch sehr, sehr gehypt und ja, ich bin eigentlich noch umso mehr geehrt, dass ich der Erste bin, der einen Sonderplatz bekommt, sozusagen in YouTuber-Dungeon. Dass ich nicht einer von 10 neuen YouTubern bin, sondern dass ich halt wirklich das erste Mal, dass auch so passiert, dass nur ein Einzelner hinzugefügt wird und dann halt eben auch noch der momentane Endboss vom ganzen YouTuber-Dungeon bin, so, ne? Also der 21. Gegner. Ne? Und ja, das ist ganz cool und da wollte ich euch nur noch mal drüber in Kenntnis setzen. So, ne? Ja, okay, das auf jeden Fall dazu. Jetzt mal so ein bisschen zum Gameplay mal zurück hier. Ja, wir haben es ja noch Event natürlich und ich habe immer noch sehr krasse Ressourcenprobleme. Ich hoffe mal, dass wenn der Legendary Dungeon kommt, dass ich da vielleicht mich auch ein bisschen ressourcentechnisch aufrüsten kann. So, ne? Aber so lange gehe ich halt auch beim Hütchenspieler noch, wenn jetzt gerade Event ist, jetzt ist ja auch gerade Fest der Festung so, ne? Also zweimal so viel Holz und Steine. Ja, dann nehme ich die mal mit. Aber ansonsten bin ich halt eher ein Fan davon, wirklich auf Gold zu gehen, weil das lohnt sich auf meiner Stufe am meisten. Bekomme ich aber meistens eh nicht so. Davon mal abgesehen, ne? Ja. Aber ihr seht das schon, Edelsteinmine ist auf 82 und ich komme halt mit den Ressourcen nicht wirklich hinterher. Ich meine, gut, gestern ist die auch ausgebaut, also ne, 14 Tage, knapp 15, braucht die ja, oder 15 Tage braucht die ja eh immer, bis das Ding komplett fertig ausgebaut ist und ja, deswegen habe ich da ja auch noch ein bisschen Zeit, bis ich die Ressourcen zusammenkriege, also 15 Tage. Sollte, denke ich mal, machbar sein. Ich spiele heute auch noch meine Alu, ich habe noch nichts weiter gezockt. Ist auch wieder früh am Morgen. Und ja, genau. Das auf jeden Fall dazu. Ist ganz nice. Hier spart man sich natürlich auch die Sanduhren. In 3 Minuten ist es soweit. Dann kann ich hier meine Alu durchklickern, ohne Sanduhren auszugeben. Das ist echt ein cooles Event, muss ich sagen. Spart man sich da einiges. Und ja, Leute, ich denke mal, das soll es auch soweit gewesen sein. Für die Leute, die sich wundern, weil ich habe es ja sonst immer in Titel geschrieben, ganz groß. Ja, ich bin schon bei Hades. Ist euch wahrscheinlich schon richtig aufgefallen. Poseidon habe ich besiegt. Ich habe es live im Video geschafft. In dem Video 100, ob Poseidon in 100 Tries fällt. So, kleiner Spoiler an der Stelle, aber gut. Hat ja Hades jetzt schon von alleine gespoilert, ne? Also falls ihr das sehen wollt, da habe ich ihn live im Video halt besiegt. So, ne? Wer das nicht mitbekommen hatte, weil sonst schreibe ich es halt immer groß und fett in den Titel, Poseidon down, Poseidon besiegt und so weiter und so fort. Aber diesmal, um die Spannung ein bisschen aufrecht zu erhalten, hatte ich es mal nicht reingeschrieben gehabt und das einfach mal so versucht. Hat auch geklappt und ja, umso cooler wurde auch das Video am Ende des Tages. Deswegen checkt das auf jeden Fall aus. Genau, das dazu. Alles klar. Leute, das soll soweit gewesen sein. Ich hoffe, ich habe eure Vorfreude jetzt nicht zu doll zerstört, indem nur ich hinzugefügt werde zum YouTuber-Dungeon. Ne? Also so viel Erfahrung bekommt ihr nicht. Nicht 10 mal 300 Millionen, sondern nur einmal 300 Millionen.
Ihr könnt aber trotzdem gespannt sein. Da kommt sehr, sehr cooler Stuff auf euch kommende Woche zu. Und in dem Video gestern war ich auch nicht so aufgeregt, weil ich vielleicht irgendwann mal im Dungeon Platz nehme, weil die Information ist ja schon bekannt. So, die ist ja schon ein paar Tage alt, so, ne? Deswegen, trotzdem freue ich mich natürlich auf den Tag, wenn es jetzt irgendwann mal soweit sein sollte. Aber es kommen noch sehr coole andere Sachen, auf die ich eigentlich so eine krasse Vorfreude habe. Und ja, da werdet ihr dann halt am Freitag sehen. Wahrscheinlich schon werdet ihr Montag oder Dienstag davon in den News erfahren. Und ja, bis dahin könnt ihr gespannt bleiben. Ne? Alles klar. Leute, wenn es euch gefallen hat, Bewertung, Kommentar dazu da lassen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.